Habe ich von einem Kunden bekommen. Geil. So, wir haben so viele geile Autos da und so viel Content und ich weiß überhaupt nicht, was wir machen, weil der Johnny, der zwingt mich die ganze Zeit, hier irgendwas zu cutten. Ja, hier sind wir. Hier vor deinem Gerede. Okay, pass auf. Wir haben einen neuen M5 da, der ist nagelneu, ne, der ist aus 2005. Den hatten wir schon gesehen auf YouTube. Ja, den hat man halt schon gesehen. Wollen wir uns trotzdem mal kurz das Auto angucken, oder? Ja. Gut. Da, mach. So, das reicht. Ich muss euch das mal zeigen, wie das Auto ausschaut. Das erste, was ich euch zeige, der ist übrigens verkauft. Und der Kunde hat schon vieles vor, wie ihr seht. Aber guckt euch mal die Fußstütze im Fahrerfußraum an. Da ist sogar noch die blaue Folie drauf von der Werksauslieferung. Und das mit 100.000 Kilometer Lenkrad. Hui. Brutal, oder? Und ja, ich dachte, wir zeigen euch das Auto noch mal ganz kurz, bevor wir mit dem E46 M3, der hier rechts steht, loslegen. Und ich war selber sehr fassungslos, aber wir heben den jetzt mal kurz hoch und dann gebt ihr euch mal diesen Zustand, wenn Autos kein Salz sehen. So, der M5 geht in die Luft. Einige natürlich, die das Video gucken, werden dieses Auto schon auf Instagram gesehen haben. Ich kann mich ja immer überhaupt nicht zurückhalten und poste eigentlich schon 2 Wochen vorher, was kommt. Aber für alle, die jetzt zum ersten Mal reingucken, E60 M5 2010, 102.000 Kilometer drauf, erste Hand, Alpine Weiß 3, klar, SMG. Ja, aber dieses Auto ist wirklich, also, Hier zum Beispiel, wenn man reinguckt, also, ich meine klar, es ist vieles Alu, muss ich dazu sagen, aber selbst Muttern, Schrauben, Gewindeköpfe, das ist unfassbar. Also Zustand wieder, ja. Ich hatte letzte Woche einen M4 da, 2 Jahre alt, also 2018 M4 Competition, sah mindestens doppelt so schlecht aus wie dieses Auto. Also es ist wirklich, hier Abgasanlage, Schrauben nach den Vorcuts. Ja, es ist echt übel. Guck mal alleine hier. Die Streben und so, wenn du dir einen E60 anschaust, der hier im Sommer aus Deutschland kommt. Ja, und das Krankste ist natürlich Abgasanlage. Am besten, Johnny, du gehst jetzt mal ein bisschen auf die Knie, ne? Würde ich mal sagen. Was? Ja, gut. Soll ich mal kurz einen Porn machen? Unterbodenporn oder was? Okay, wir machen 8 Sekunden Unterbodenporn. Porn nicht weg. Come on! Groß Baustelle. S54 M3 SMG. Letztes Video Hinterachse. Da waren wir noch nicht fertig. Und es gab eine kleine Verwirrung mit den beiden 2 Komponenten Schäumen. Aber dazu kommen wir, glaube ich, in Teil 3 und 4, weil wir haben uns überlegt, da gibt es noch einiges, ne? Ja. Guckt mal da rein. Die Krümmer sind raus. Es ist ein US-Modell und alle, die etwas in der Materie drin sind, können sich wahrscheinlich überlegen oder schon denken, wenn die auch diese beiden Bauteile sehen, warum ich die Krümmer ausgebaut habe. Aber ich würde sagen, dazu lassen wir das Auto mal ein bisschen hoch. Schnell noch ein kleiner Einblick an die Hinterachse. Im ausgebauten Zustand habe ich ja gesagt, wir haben etwas Trockeneis gestrahlt, gerade so Angerbleche, Achsträger und so weiter. Hier unten Längslenkeraufnahmen. Habe ich auch alles Trockeneis gestrahlt. Das Ganze, man kann es auf der Kamera leider nicht erkennen, aber hier ist alles sehr klebrig. Warum? Weil ich das im Nachhinein gewachst habe, auch alle Hohlräume. Tank sauber, alles wieder zusammengebaut. Differential hat schon seinen Ölwechsel bekommen. Genau. Hinten ist schon das V3 Plus drin, inklusive neuer Handbremse und neuen Bremsscheiben. Genau, soweit so gut. Hier seht ihr noch die Überbleibsel von der Hinterachse-Reparatur. So, Abgasanlage liegt da. Ich würde sagen, wir starten einmal ganz kurz mit der Abgasanlage. Also folgendermaßen der US M3. Noch einfacher. Wir gehen kurz darüber und schauen uns die Krümmer an. Der US M3 hat leider Gottes seine Vorcuts, bzw. seine Katalysatoren in den Krümmern und nicht wie beim EU-Modell in der Abgasanlage, also Unterflur. Warum machen wir das? Einmal, um mehr Leistung zu erzielen, da ein höherer Flow der Abgase generiert wird, dadurch, dass der Cut einfach weiter hinten sitzt und der Krümmer mehr leisten kann. Und natürlich
der größte Punkt, um Hitzestau im Motorraum aus dem Weg zu gehen. Denn ihr müsst euch überlegen, Katalysatoren erzeugen ja einen gewissen Gegendruck. Dadurch, dass hier natürlich die heißen Abgase durchströmen, wo geht Hitze hin? Natürlich nach oben. Oben drüber sitzt die Haube und dann könnt ihr euch quasi vorstellen, dass es hier permanent zirkuliert und die Motorraumtemperatur einfach extrem steigt. Genau, um dem aus dem Weg zu gehen, haben wir einfach originale neue BMW E46 M3 Fächerkrümmer bestellt. Diese werden wir mit einem neuen Dichtsatz einbauen und dann kombinieren mit einem gebrauchten, also der Kunde hat das in dem Fall selber besorgt, deutschen EU-Unterflur-Katalysator. Und der wird einfach ganz normal Plug and Play, also wir lösen hier diese 3 Schrauben und setzen dann quasi anstatt dieses leeren Rohres mit diesem Resonator einfach die beiden Cuts am Unterboden ein. Genau, danach muss noch eine kleine Programmierung noch stattfinden. Der kriegt von uns ein bisschen Softwareanpassung noch, auch übers SMG, also da machen wir zum Beispiel einen CSL-Datensatz drauf. Dann hat man auch ein bisschen Zwischengas und so weiter, das macht dann richtig Spaß. Ja, und dann ersetzen wir quasi das durch den hier und vorne habt ihr dann im Grunde nur noch die Krümmer. So, Hauptthema, ich denke Abgasanlage dürfte soweit klar sein, wenn Fragen sind, schreibt es einfach drunter. Hauptthema, ihr habt schon gesehen, ich habe die Ölwanne weggebaut und natürlich, um euch immer den besten Content zu geben, noch nichts weiter zerlegt, dass ihr live dabei seid, wenn wir die Ölpumpe auseinanderbauen und alles schön sauber machen und zerlegen und uns diese ganze Chose einmal ansehen. Genau. Dann würde ich sagen, Johnny, kleiner Schrauberporn und wir zerlegen. Okay. Hast du Lust? Ist noch Energie vorhanden? Hä? So, ihr lieben Leute, wir gucken uns, also ihr seht ja, Ölpumpe ist komplett zerlegt und jetzt gucken wir uns den Ölregelkolben an und ich hoffe, der kommt sogar. Da ist das gute Stück. So, jetzt schauen wir mal, wie der ausguckt. Ganz schlecht. Perfekt, Paradebeispiel. E46 M3 Ölpumpe. Der sogenannte Ölregelkolben, man merkt schon richtig mit den Fingernägeln, ihr könnt es bestimmt auch auf der Kamera gut erkennen, der ist heftig eingelaufen. Man sieht hier die ganzen Einlaufspuren. Und warum ist das schlecht, wenn dieser Kolben einläuft? Ja, ganz einfach, wie der Name schon sagt, es ist ein Ölregelkolben und der hat die Aufgabe, den Öldruck zu regeln. Also ihr müsst euch vorstellen, der bewegt sich in diesem Zylinder so. Die Ölpumpe erzeugt Druck. Ich erkläre euch das jetzt mal ganz grob. So. Wir haben eine Vorstufe und eine Hauptstufe, so nennen sich diese Abteile der Flügelzellen. Der Ölregelkolben inklusive der Gegendruckfeder und des Verschlussdeckels sitzt hier drin. Die Ölpumpe erzeugt Druck. Der Druck wirkt auf diesen Zylinder. Es schiebt den Ölregelkolben so weit zurück, bis eben die Gegendruckfeder Stopp macht. Und das Ergebnis von der Stärke dieser Feder und der Weg dieses Kolbens ist euer Öldruck. In dem Fall im Stand beim E46 M3 sehr, sehr wenig. 1 Bar, 1,5, 1,8 teilweise. Und bei voller Belastung 3, maximal 4 Bar. Genau. Ich würde sagen, und ich habe jetzt schon richtig Bock darauf, wir haben nämlich, ihr habt es wahrscheinlich im Hintergrund schon gesehen, ein richtig, richtig geiles neues Teilewaschgerät. Und ich bin ja so ein Typ, ich stehe extremst auf Sauberkeit, gerade so was Motoren angeht, auch die Werkstatt. Und da hinten steht der Torrent 500, so nennt er sich, ein Teilewaschgerät der NCH GmbH. Und ich muss euch jetzt mal zeigen, ihr schaut euch das nochmal vorher an, wie geil dieses Zeug hier ausschaut, wenn man das reinigt. Ganz grob erklärt, da oben ist eine Düse drin, ihr seht einen Hydraulikschlauch bzw. einen Hochdruckschlauch. Wir arbeiten mit ungefähr
25 bis maximal 40 Bar. Ich kann das natürlich manuell einstellen. Hier unten drunter ist ein riesengroßes Fass mit ungefähr 120 Liter Volumen. Dieses Fass hat aktuell 60 Grad und somit, ja, da ist ein Reiniger drin und mit Druck und Temperatur reinigen wir die Teile. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab. Tada! Guckt euch das mal an. Der ist doch jetzt neu bestellt und dann. No, klar, die haben wir neu von BMW gekriegt gerade und dann haben wir es da reingeschmissen. Ist das nicht sexy? So. Ja, guck mal, schau mal. Ist das was? Ja, ist das was? So, Johnny, ich würde sagen, das wird jetzt nämlich noch richtig übel. Dann machen wir einen schönen Slide in ein Servus AD und wir sehen uns im Teil 2 wieder. Teil 3, oder? Teil 1 Sind wir noch auf Sendung? Ja, Teil 1 war Hinterachse, oder? Nochmal. In Teil 3 sehen wir uns wieder. Ich schwenk so rein, was ist so? Jetzt warte kurz, ich habe mich noch nicht gefangen. Ach so. Fang mich. So. Ich habe mich noch nicht gefangen. So. Das wird dadurch nicht besser. Das wird nicht besser dadurch, Gianni.